dir wieder Gottes Segen für die neue Woche, für den neuen Tag. Eine neue Schulwoche. Die erste nach den letzten Ferien. Meine letzten kleinen Ferien. Es war wieder eine sehr gute Zeit. Viel erlebt, viel Höhen und wieder manche Tiefe, aber ich kann wieder nur dankbar sein. Dankbar für diesen wunderschönen Tag. Die Sonne steigt auf. Es ist unglaublich, wie Gott immer alles geführt hat. Wie wir hier angekommen sind. Mit offenen Armen, aber manchmal auch mit verschlossenen Herzen. Und im Laufe der Jahre doch zum Segen geworden. Angefangen hat alles 2004 im April, als wir zum ersten Mal überhaupt die Überlegung hatten, adventistische Schule, ja oder nein. Wobei ich am Anfang ziemlich skeptisch war. Das hat sich aber dann ganz schnell entwickelt und irgendwann dann im September, August, September hat es dann angefangen. Das Ganze, und wir waren mittendrin, also von Anfang an. Und irgendwann in diesem Zeitraum haben wir dann auch Silvia kennengelernt. Die 11 Kinder damals, im September 2004. Und dieses Jahr können wir schon wieder Große in die Welt entlassen. Den 8. Jahrgang unserer 10-Klässer. Wenn ich an diese Anfänge denke. 2010 die erste Schulentlassung mit der ersten Schulfremdenprüfung. Eine Herausforderung. Oh weh, oh weh, oh weh. Manches haben wir gewusst. Von vielen hatten wir auch als Lehrer überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze läuft. Aber Gottes Gnade war auch dort immer wieder da. Bei den Tag der offenen Türen, wo wir in Herbolzheim waren, waren wir ich war so begeistert und habe sofort auch gesagt, ja, das macht ja nichts. Die Strecke, das ist ja ganz praktisch. Herbolzheim liegt an der Autobahn. Wir wohnen auch direkt an der Autobahn. Das sind ja nur gute 30 Minuten unterwegs mit dem Auto. Das ist zu schaffen. Und haben wir mit Eltern von Volker geredet und die haben gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, wir unterstützen euch gerne. Wir könnten auch beim Fahren helfen. Volker war etwas skeptisch darüber, ob wir so lange durchhalten würden, das jeden Tag zu machen. Und mittlerweile, sind wir immer noch dabei. Angefangen hat das Ganze ja noch mit Zeutan zusammen. Die waren ja auch dann da bei uns. Und dann haben die das erste Jahr gemanagt. Das heißt, Bettina und Silvia sollten das machen, haben das dann auch gemacht. Und dann sind wir im zweiten Jahr dann durch die ganze Sache mit der Vereinigung übernommen worden, dann auch durch die Murhardt-Schule, was uns dann natürlich einen ganzen positiven Schub gegeben hat, auch nach vorne das Ganze. Die Unterstützung war dann da vom ganzen Bezirk, was wir auch dann groß in den Spenden gemerkt haben. Später dann eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Dürle Realschule. Unsere Schüler, die immer wieder fremd waren, fühlten sich aber trotzdem dort heimisch. Wir waren angenommen, sehr fair behandelt und haben immer unser Bestes gegeben.
Gott hat uns so gesegnet, so gesegnet. Wir hatten unser neues Gemeindehaus im Mai 2004 gerade eingeweiht, als Nicola Taubert und Frank Schleifenbauer, die Kinder hatten, die eingeschult werden müssen, uns angesprochen haben, ob wir nicht unsere Gemeinde öffnen würden für eine Schule. Ja, schweren Herzens haben wir das getan. Ja, wo kamen auch die Lehrkräfte her? Ja, Bruder Taubert hat eine Schwägerin, die Bettina Kobialka, die war bis dahin in Zeutern Schulleitung, die hat er nach Herbelsheim geholt und so konnte dieser Unterricht beginnen in unseren Räumen. Aber es hat sich bald gezeigt, dass die Räumlichkeiten doch zu klein sind, dass man nicht alles in einem Gemeindehaus tätigen kann, was die Schule eigentlich braucht. Werkräume, Technikräume und vieles mehr. Dann hat unser Bruder Behling, unser großer Baumeister, einen riesen Zug mit Holz angeschafft, Balken, was wir eine Schule hinter unserem Gemeindehaus bauen könnten. Ja, das war unser Gedankengang. Dann müssen wir auch zur Stadt, um die Genehmigung einzuholen, und die Stadt hat es abgelehnt. Wir waren enttäuscht. Gut, haben wir gedacht, wenn sie das ablehnen, brauchen wir auch trotzdem Gebäude. Gingen wir zum Bürgermeister, der Herr Behling, Gerd Behling und ich, und unser guter Bürgermeister Schilling in Herbelsheim zeigt uns ein Gebäude, einen ehemaligen Baumarkt, einen ehemaligen Möbelmarkt, der wir bekommen könnten zur Miete. Wir haben das betrachtet, das ist zu viel Umfeld, zu viel Geschäfte, zu viel Unruhe. Dann setzt er uns ins Auto und fährt uns nach Tutschfelden und zeigt uns hier ein Rathaus, das leer stand, weil ja die Gemeinde eingebürgert wurde und kein Rathaus mehr brauchte. Wir kamen in das Gebäude, wir waren direkt angesprochen, kamen die Treppe hoch, links und rechts Gebäude vom Gang, eigentlich geeignet für ein Schulhaus. Und so haben wir das bejaht und sind vielen Spendenaufrufen zu dem Geld gekommen, dass wir diese Gebäude käuflich erwerben konnten. Und dann war es soweit. Wir konnten das Gelände unserer heutigen Schule kaufen von der Kommune. 200.000 € und nur ganz geringes Eigenkapital. Das erste Wunder, wir brauchten keine Nebenkosten, keine Steuern, nichts drauf bezahlen. Das hat alles dann die Kommune auch mit im Kaufvertrag entgegengenommen. Und in 3 Raten. Und wie schwierig war das jedes Mal im Dezember, dass uns eine größere Summe, so immer um die 10.000 bis 20.000 € fehlten. Und in der letzten Sekunde fast der Fälligkeit war das Geld da. Danke, Herr. Auch dieses Gottvertrauen war unglaublich gesegnet. Unglaublich. Aber das war ja noch nicht alles. Es musste ja um- und ausgebaut werden, auf den Standard gebracht werden, Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und die gingen ganz schön ins Geld. Und Gott hat uns dann auch immer wieder unterstützt in schwierigen Situationen. Die Lehrerschaft aufzubauen, bis an den Rand der Belastungsgrenze zu gehen, weil Fachpersonal fehlte. Ich bin so dankbar, dass immer zum rechten Moment sich alles gefügt hat. Ja, der Herr hat uns auch herausgefordert und getestet, ob wir es ehrlich meinen. Eines Sonntags rief mich Silvia an und sagte, du, uns fehlen 10.000 €. Wenn wir die bis Mittwoch nicht haben, dann können wir die Schule zumachen, dann war es das. Ich hatte das schon so im Hinterkopf. Es war ein
schwieriges, bedrückendes Gespräch. Wir haben am Ende des Gesprächs gesagt, komm, wir beten noch gemeinsam. Und was ich dann erlebt habe, das war für mich relativ neu, weil nach dem Gebet und nach Verabschieden mit Silvia hatte ich auf einmal so eine innere Ruhe in mir, wo ich gedacht habe, ja, jetzt haben wir es Gott abgegeben. Wie es passiert, passiert's. Aber ich war nicht mehr nervös, ich war nicht mehr aufgeregt, sondern innerlich total ruhig. Wir haben nichts gemacht. Wir haben keinen Aufruf und nichts gestartet, aber ich war innerlich ruhig. Am Dienstagabend ruft sie mich an, oder die Esther, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer von beiden mich angerufen hat und hat gesagt, du, heute sind die 10.000 Euro reingekommen, wir können morgen bezahlen, es geht weiter. Und das war für mich so ein ganz klares Zeichen, das ist richtig, was wir machen, wir sind auf dem richtigen Weg und Gott führt uns. Und von da an hat mich eigentlich nichts mehr erschüttert, so wirklich. Und es gab so manchen Moment, wo ich gedacht habe, Schluss, das schafft man nicht. Das kann man einfach nicht schaffen. Gebete haben getragen. Ich habe es fast körperlich gespürt. Mein lieber Mann hat mir immer beigestanden. Immer, immer, immer. Und nicht nur mit Schreibarbeiten und nicht nur mit dem Computer, sondern mit seiner Tatkraft, mit seinem Mut machen. Und die Geschwister, Esther und Gerd, unglaublich, unglaublich, was sie für die Schule geleistet haben. Ohne sie wäre hier nicht ein Stein auf dem anderen. Und die Schule wird es gar nicht geben. Als manches richtig ausweglos schien, wuchs die Schülerzahl. Und schulbegeisterte Eltern kamen und wollten nicht nur eine Beschulung der Kinder, sondern wollten wirklich mit der Schule, mit Gott leben. Zeigen, dass nicht nur Bildung, sondern Erziehung im biblischen besten Sinne, den Herrn anzurufen, ihn zu loben, ihn zu preisen, mit ihm zu leben und zu zeigen, dass wir nur dann Gottes Kinder heißen können, wenn wir ihn nicht nur gern haben und es mit Lippen bekennen, sondern im Alltag, in der Liebe zum Nächsten. Aber wenn man an Gott festhält, schafft man auch als Lehrer das Spagat. In jedem Kind das gewollte Kind Gottes zu sehen, das er lieb hat, das er führt. Danke, Herr, du hast mich auch erzogen. Du hast mich oft gerüttelt und mir gezeigt, dass Nächstenliebe keine Worthülse ist, sondern dass sie sich gerade als Lehrer jeden Tag beweisen muss. Jeden Tag. Dass wir die Sünde hassen sollen und den Sünder lieben. Das war eigentlich die größte Lektion, die du mir erteilt hast. Die größte. An mancher Stelle wäre ich beinahe dran zerbrochen. Aber es ist unglaublich, wie du mir Bibelsprüche, Aufzeichnungen, Vorträge und immer wieder Geschwister zur rechten Zeit in den Weg gestellt hast. Danke, Herr. Danke, 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 danke.
Liebe Frau Clemens, vielen Dank, dass Sie auf unserer Schule Schulleiterin waren. Ich bedanke mich sehr auch, dass Sie bei uns Mathe gemacht haben. Sie waren eine gute Lehrerin. Vielen Dank. Liebe Frau Clemens, du warst zu jedem sehr nett. Ich werde dich vermissen. Tschüss. Liebe Frau Clemens, ich finde die Fahrt mit dir nach Hause immer sehr toll. Und Mathe war auch richtig schön mit dir. Danke, dass du so eine gute Lehrerin warst. Liebe Frau Clemens, ich bin froh, dass es dich gibt. Ich bin auch froh, dass du unsere Direktorin warst. Ich liebe dich. Danke, Frau Clemens, dass du uns da richtig hast. Und danke, dass du uns immer bei guten Sachen geholfen hast. Ich wünsche dir Gottes Segen und dass dir alles gut wird und dass du nicht krank wirst. Hallo Frau Clemens, es war eine schöne Zeit mit dir. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Liebe Frau Clemens, danke, dass du unsere Lehrerin warst. Ich wünsche dir viel Spaß und Gottes Segen. Danke. Liebe Frau Clemens, du warst eine tolle Direktorin. Tschüss. Liebe Frau Clemens, Sie waren eine gute Direktorin. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Tschüss. Liebe Direktorin, Frau Clemens, es war schön, dass Sie bei uns im Unterricht waren. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie Mathe unterrichtet haben. Ich wünsche Ihnen noch viel Kraft auf Ihrem weiteren Leben. Sie waren eine gute Direktorin. Wir werden Sie sehr vermissen. Liebe Frau Clemens, danke, dass Sie die 4. Klasse in Mathe unterrichtet haben. Sie waren eine nette Direktorin. Dankeschön. Ja, liebe Frau Clemens, danke schön, dass du uns im ersten halben Jahr gut in Mathe unterrichtet hast. Es hat mit dir sehr viel Spaß gemacht in den Jahren, wo du da warst. I think it's very sad that she's leaving us. I can hardly imagine Elisa School without Mrs. Clemens. Oh, yes. When we think of Elisa School, we think of Mrs. Clemens. And when I came here a few years ago, I really didn't want to come. I came just to help out for a while, and then I'm still here. And I've had nice moments with her. She's a very strict person, strong, but very disciplined. And I think as a principal, she has to be disciplined. She has to be very strict. And she also can be funny. I've had very funny moments with her. She can really laugh. I didn't think at the beginning that she could laugh, but she can really laugh, really good laugh. And she likes to go shopping. Yes, she loves to go shopping. I've been with her a few times, and we really have fun. Especially when we go to Fortbildung in Freudenstadt, then she likes to go shopping. Yes. Oh, yes. Yes, I find it very sad that she's leaving us, but that's life. She has her plans, and we have to respect that. And I hope that wherever she's going, life will treat her kindly, and that she will be happy. And we can only wish her God's blessing on her way, and hope that she will remember us and maybe come to visit us here in Elisa School. 3 Fünftel, 0,6, 1 Fünftel, 0,2 und 3. Also ihr Lieben, wenn ihr an Frau Clemens denkt, was fällt euch ein? Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich? Streng, aber nett. Streng, aber nett? Sie ist sehr strukturiert und man lernt doch etwas bei ihr. Man hat keine andere Wahl, da muss man einfach lernen, wenn man in ihrem Unterricht sitzt, oder? Nee, man kann, das geht in jedem Unterricht, dass man nicht lernen tut, aber sie hat es schon gut uns beigebracht in Mathe. Und sobald sich ein Steuer setzt, kommt ihre Gemüsebox raus, richtig? Ja. Und man muss aufpassen, dass sie den Blinker nicht anlässt. Dass sie den Blinker nicht anlässt. Oh, vergisst sie mal einen Blinker anzulassen? Aha, okay. Hello, Miss Clemens. We have a special rhyme for you. Listen. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G. On the farm there is a bee.
H-I-J-K-L-M-N. It lands directly on a hen. O-P-Q-R-S-T-U and asks her frankly, how are you? V-W-X-Y-Z. Fine, but please get off my head. Frau Clemens, wir wissen, dass du Blumen magst. Das haben wir in Freudenstadt festgestellt. Ich wünsche dir, wenn du nach Nürnberg gehst, dass du dort auch ganz viele tolle Blumen und Blumenwiesen entdeckst und vor allem in deinen Klassenzimmern oder in deinem Klassenzimmer. Und wir wünschen dir ganz viel Freude. Wir wünschen dir ganz viel Freude, Spaß und Gottes Segen. Aber wir werden dich auch vermissen. Gefahren habe ich nicht nur meine Kinder, sondern wir haben auch noch von Freundinnen, die haben auch Interesse gezeigt. Die haben gesagt, aber wir wohnen so weit weg und wie machen wir das? Und habe gesagt, macht nichts. Ich fahre sowieso jeden Tag meine Kinder hin. Ihr könnt eure Kinder einfach zu uns auf den Hof bringen und ich nehme sie immer mit. Das ist kein Problem. So dass unser Auto recht bald recht voll war. Ich muss sagen, die ganze Zeit, in der wir dann gefahren sind und es gehabt haben, war immer mal wieder jemand da, der uns Geld zugesteckt hat, war immer mal jemand gesagt, komm, wir zahlen dir mal eine Tankfüllung. Wir hatten da nie irgendwelche Probleme damit. Irgendwann kam dann die Frage auf im Schulausschuss, nach dem Wechsel vom Schulausschussvorsitzenden. Die Sibylle hat gesagt, sie möchte gerne aufhören und dann war die Frage, wen nehmen wir denn da? Und dann habe ich mal so nachgefragt, was meistens ein Fehler ist, wenn man Ausschüsse fragt, was haben wir denn so für Aufgaben? Weil dann immer gleich die Frage, und dann kannst du es doch machen, was denn so die Aufgaben sind und auch aus dem Grund, da ich öfters mal vor Ort sein konnte, habe ich mich dann bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen und habe das dann auch 5 oder 6 Jahre lang gemacht. Ja, am Anfang habe ich sogar, nachdem die Sibylle Krummer das dann aufgehört hat, habe ich dann auch bei der Grundschule, bei der Kunst mitgeholfen und mit den Grundschülern Kunst gemacht. Ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die verschiedenen Materialien mit ihnen zu verwenden und verschiedene Sachen zu gestalten. Jahre später, nachdem ich da Pause gemacht habe, dann kam die Idee mit der AG, mit den Grundschülern, während die großen Sport haben, mit den kleineren AG zu machen. Woran alle Riesenspaß hatten, war, als wir diese Buntstifte gemacht haben aus Holzpfähle. Die haben wir natürlich nicht die Spitze in den Boden gerammt, sondern die Spitze als Buntstifte-Spitze gemacht. Wir haben sie zuerst gehobelt und geschliffen und danach mit Klebeband abgedeckt, die Stellen, wo keine Farbe drauf durfte. Und dann durfte jeder sich eine Farbe aussuchen und den Bunt lackieren. Und zum Schluss, da durften nachher die Mamas mithelfen, weil das wollten wir nicht unbedingt die Kinder machen lassen, haben wir sie noch mit Klarlack bearbeitet, damit sie auch regensicher waren. Denn die kamen am Ende, wo alle fertig waren, kamen sie um unseren Schulgarten drumherum. Und sie schmücken heute immer noch den Garten. Ja, liebe Silvia, die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen. Und ich möchte dir an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen für dein Vertrauen, dass du mir
die Jahre über immer entgegengebracht hast, auch während dem Studium noch. Und ja, du warst immer da, ich konnte dich immer fragen, du hattest immer einen guten Rat parat. Das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben und ich konnte immer von deinem Erfahrungsschatz sehr viel lernen. Und dafür möchte ich dir Danke sagen. Und ich wünsche dir für deine Zeit, die du jetzt in Nürnberg dann verbringen wirst, ganz viel Kraft, viel Ausdauer, viel Vertrauen in Gott und tolle Eltern, nette Schüler und liebe Kollegen. Frau Clemens, danke für die schöne Zeit in der Schule und dass wir viel von Ihnen lernen konnten. Danke, dass wir auch besonders viel Mathe lernen konnten und dass Sie auch so viel Zeit für uns genommen haben. Liebe Frau Clemens, Sie waren sehr nett und haben uns viel beigebracht. Danke für den Unterricht. Wir werden Sie vermissen. Liebe Frau Clemens, ich möchte Ihnen von ganzem Herzen Danke sagen für das, was Sie uns auf den Weg gegeben haben. Sie waren oft streng, aber wir hatten alle eine schöne Zeit. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Sie haben uns gezeigt, was in uns steckt. Sie waren die beste Mathelehrerin, die ich in den ganzen 6 Jahren hatte. Ich hoffe, Sie werden uns bald besuchen. Liebe Frau Clemens, danke für den guten Unterricht mit Ihnen. Wir haben viel von Ihnen gelernt. Wir hatten eine schöne Zeit und viel Spaß mit Ihnen. Ich werde Sie vermissen. Liebe Frau Clemens, danke, dass Sie immer für uns da waren und Sie waren eine sehr gute Mathelehrerin. Liebe Frau Clemens, Sie waren eine sehr, sehr gute Mathelehrerin und auch eine sehr gute Direktorin. Manchmal mussten Sie zwar streng mit uns sein, aber der Unterricht mit Ihnen war immer toll und sehr lehrreich. Alles Liebe und Gute. Liebe Frau Clemens, danke für den tollen Unterricht und dass Sie sich immer Zeit für uns genommen haben. Es war nicht immer einfach mit uns, aber trotzdem wollten Sie immer das Beste für uns, auch wenn das uns oft nicht klar war. Liebe Frau Clemens, die Witze, die Sie uns im Unterricht erzählt haben und die lehrreichen Spiele waren immer sehr toll. Danke dafür. Wir werden Sie vermissen. Tschüss und winke, winke! Liebe Silvia, es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir zusammenzuarbeiten an der Elisa-Schule. Deine Begeisterung für die Musik hat mich sehr motiviert und ich werde dich sehr vermissen. Ich wünsche dir Gottes Segen und alles Gute für den Umzug, für den Neubeginn. Ja, und dass du dich einfach dort wohlfühlst, wo du dann sein wirst. Also besonders am Unterricht von Frau Clemens fand ich die Witze, die sie erzählt hat. Und ja, sie war ganz freundlich immer und hat auch alles gut erklärt. Und ja, ich war sehr hilfsbereit. Danke für die tolle Struktur im Unterricht. Was ich bei Frau Clemens besonders gemocht habe, war ihre Hilfsbereitschaft auch für Einzelne. Die Klasse 7-8 wünscht Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute und Gottes Segen. Danke für alles. Ja, liebe Silvia, eine Begebenheit, die schwer war, für mich vor allen Dingen auch, aber auch für andere war, als du krank wurdest. Die Zeit und wir am Anfang nicht so wirklich wussten, wie wir damit umgehen sollten und uns überlegt haben, wie können wir dir helfen, bis wir uns dann entschieden haben, auch im Schulausschuss schlussendlich, dass du zur Eiche gehst und dann 5 Wochen dort bleibst, was auch geklappt hat, glücklicherweise, und du auch wieder gesund zurückgekommen bist, was uns freut und dass du jetzt dadurch auch beruhigt in deinen Vorruhestand gehen kannst, wie wir ja wissen. Machst du noch ein bisschen länger in Nürnberg weiter. Dafür wünschen wir dir alles Gute und Gottes Segen auch. Ja, das wird mir immer in Erinnerung bleiben und ich danke Gott dafür, dass wir damals die richtige Entscheidung für dich getroffen haben.
Als Frau Clemens habe ich dich kennengelernt als jemand, was voll für Gerechtigkeit in der Schule geht. Du bist für mich eine Person, ab und zu streng, aber gerecht und ehrlich. Alles, was du meinst und sagst, das kommt aus deinem Herzen. Und was am meisten Wichtige für dich ist, das sind natürlich die Kinder. Ich habe dich auch kennengelernt als jemand, der ganz fröhlich ist und der Spaß am Leben hat. Seit ich hier auf der Schule bin, fühle ich mich wohl und da bin ich dir dankbar für, weil du hast mit deiner Art Leitung zu geben, dafür gesorgt, dass wir ein Team zusammen haben, die gut zusammenarbeiten, die sich wohlfühlen und die auch ihre Arbeit und ihre Liebe ausstrahlen auf die Kinder. Ich danke dir für die wunderschöne Zeit, die ich hier mit dir zusammen hier auf dieser Schule verbracht habe. Ich hoffe, dass wir die Arbeit, was du hier angefangen hast, und das ist fast schon wieder 15 Jahre her, dass wir das als Team so zusammenkriegen, dass wir in deine Gedanken und deine Wille so die Arbeit fortsetzen können. Weil das macht auch die Elisa-Schule aus. Die Elisa-Schule ist ein ganz großes Teil von dir und das wird es auch immer bleiben. Danke. Danke, dass du mit uns Deutsch gemacht hast. Liebe Frau Clemens, ich danke Ihnen, dass Sie uns in diesem Schuljahr begleitet haben und dass Sie so tolle Geschichten erzählt haben. Danke, Frau Clemens, dass du mit uns Deutsch gemacht hast. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Danke, Frau Clemens, dass du da warst. Danke, Frau Clemens, dass du mit uns Deutsch gemacht hast. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und viel Gottes Segen. Amen. Also danke, Frau Clemens, dass du mit uns Deutsch gemacht hast. Und ich finde auch, du bist eine gute Schulleiterin. Tschüss. Danke, Frau Clemens, dass du mit uns Deutsch gemacht hast. Ich wünsche dir eine gute Reise. Danke, Frau Clemens, dass du mit uns immer Andacht gemacht hast. Danke, Frau Clemens, dass du uns Geburtstagskindern immer Karten schenkst. Liebe Frau Clemens, danke, dass du uns immer so schöne Tiergeschichten erzählt hast. Danke, Frau Clemens, dass du unsere Direktorin warst. Danke, Frau Clemens, was du uns immer mitgenommen hast nach Hause und was du uns Karten gegeben hast an Geburtstag und was du mit uns Andacht gemacht hast und was uns manchmal was gegeben hast. Gott ist die Liebe, der in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe, der in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, liebe Silvia, ich möchte dir Danke sagen für deinen Einsatz, für deine Zeit, für deine Kraft, für die Energie, die du hier in der Elisa-Schule eingesetzt hast in den ganzen Jahren. Hier profitiert deine Schule von deinem Engagement und viele Kinder haben das auch sehr geschätzt. Sie werden vorbereitet auf ihr zukünftiges Leben und auf ihr ewiges Leben. Und da hast du große Pionierarbeit in Baden-Württemberg geleistet und dafür hab Dank. Ich durfte auch von deinen Erfahrungen profitieren als junge Lehrerin und das habe ich auch sehr geschätzt. Wir haben zusammengearbeitet überregional und ich durfte auch immer wieder Rat bei dir holen. Ich wünsche dir für deine neue Arbeitsstelle weiterhin viel Freude, viel Kraft und Kreativität, um auch dort Kinder begleiten zu können und sie mit unserem Schöpfer Gott bekannt zu machen. Liebe Silvia, ich möchte auch ein paar Worte an dich richten und ich habe hier die Gelegenheit und ich danke dir herzlich für diese vergangenen Jahre, in denen wir gemeinsam zusammenarbeiten durften und ich möchte auch einen großen Dankeschön sagen im Namen des Schulverwaltungsausschusses, in dem wir gemeinsam gewirkt haben. Ich danke dir für deinen Einsatz für diese Schule, die Entwicklung, die du dazu beigetragen hast, diese Pioniersarbeit, die wir auch heute noch spüren und erleben dürfen. Ich danke dir, dass du so viel für diese Schule getan hast
Das kann man nicht in Worte fassen und nicht eigentlich ermessen. Ich wünsche dir für deine Zukunft in erster Linie Gesundheit, noch weitere Freude zu haben in dem Dienst, wozu du dich bereitgestellt hast, dass Gott dich begleitet und ganz besonders seinen Segen dazu, viel Geduld und Kraft. Es freut mich und ich möchte hier nochmal erwähnen und ich danke Gott dafür auch für diese Begeisterung und es muss alles ordentlich sein. Das ist eigentlich dein Kernstück, was dich ausmacht und was ich an dir wertgeschätzt habe. Und ich wünsche dir, dass du auch beibehältst, dass es eine Struktur hat, das ist deine Einstellung, das ist dein Statement, was du eigentlich auch an andere Menschen weitergeben kannst. Ich wünsche dir Gottes Segen bei deinen neuen Aufgaben und alles Gute. Liebe Silvia, du warst für mich immer eine Mutter in Israel. Du hast dich um deine Schule gekümmert wie eine Mama um viele Kinder in verschiedenem Alter. Und ich denke, die Aufgabe, die du jetzt erfüllst, da erinnere ich mich an Kaleb, der gesagt hat, wie meine Jahre, so meine Kraft. Das heißt, mit wachsender Reife wachsen deine Aufgaben und du erfüllst sie für alle immer mehr, immer besser, immer flächendeckender. Ich freue mich sehr für dich und die neue Schule, dass du ihnen hilfst bei ihrem Aufbau. Für uns bin ich traurig, denn ich lasse dich sehr ungern ziehen. Du hast immer ein offenes Ohr für uns gehabt. Wann immer jemand gekommen ist, hast du auf ihn geschaut und geguckt, dass du eine gute Lösung findest. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und an Samuel erinnerst du mich auch, denn er hat sein ganzes Leben lang das Land besucht, Schulen aufgebaut, Jugendliche getröstet, ermutigt und ihnen das Wort Gottes ins Herz gelegt. Und abschließen möchte ich mit einem Wort aus Patriarchen und Propheten auf Seite 578. Das wahre Ziel der Erziehung besteht darin, Gottes Ebenbild in der menschlichen Seele wiederherzustellen. Ich weiß, dass das dein Ziel ist und darum bin ich dir so verbunden und danke dir und wünsche dir Gottes Segen für dein weiteres Leben. Und so hat die Schule jetzt hier wirklich Fuß gefasst und man kann die Entwicklung nur gutheißen und das spüren, dass Gottes Segen darauf liegt. Und ich danke Gott, dass er dies möglich gemacht hat. Durch viel Helfer, durch viel Spender und viel Beter hat er dieses Werk hier vollbracht.